Heute haben wir den 19. Juli 2026. Die Aktienkurse und die ganzen Märkte schlagen gerade wie der Puls vor dem allerersten Aktienkauf. Das Frieden-Krieg-Frieden-Ping-Pong zwischen den USA und Iran geht weiter. Genauso wie die KI-Aktien. Erst habe ich die Aktie analysiert und war kurz davor zu investieren und am nächsten Tag steht die Aktie auf einmal um 10% höher. Der Orangenmann sorgt wieder für Fragen, wann geht er endlich in Rente? Währenddessen werden Softwaregiganten kurstechnisch immer mehr begraben. Das merkt man auch an dem Fear and Greed Index an, der ziemlich im Angstbereich liegt. Und ich frage mich, warum gibt es bei uns in der Regierung eigentlich keinen Greed Index? Denn von denen kommt außer immer mehr Steuern und Abgaben gar nichts. Und was mache ich? Ich investiere ganz normal weiter und nutze diese verrückte Zeit, um Qualitätsaktien zum absoluten Schnäppchenpreis zu sammeln und um aus Geld noch mehr Geld zu machen. Bleib bei mir, klicke nichts, kaufe nichts und schau einfach zu, wie man als Angestellter und Familienvater bis 2036 1 Million Euro Vermögen aufbaut. Unser aktueller Stand: fast 330.000 Euro in Aktien und etwa 21.000 Euro Cash, die auf die nächsten Schnäppchen warten. Also insgesamt 350.000 Euro und eine jährliche Performance von fast 16% pro Jahr seit meinem Börsenstart in 2019. Neuer Meilenstein von 350.000 Euro, check. Wenn wir in die größten Aktienpositionen springen, dann sieht es im Depot folgendermaßen aus. Auf Platz 1 mit fast 40.000 Euro und einer Kursperformance von über 400% ist immer noch AMD. Mit 27.000 und einem Plus von 150% folgt Alphabet. Microsoft mit nur plus 30% ist definitiv der Loser des Jahres. Die Position war vor einem halben Jahr noch bei über 30.000 Euro. Heute sind es nur noch etwa 23.000. Auf Platz 4 steht Nvidia mit über 18.000 Euro und 700% Rendite. Und unser größter Dividendenzahler British American Tobacco steht wie im Stein gemeißelt mit 16.000 Euro auf Platz 5. Und heute will ich dir von einer weiteren Rakete berichten, die den Weg zur Million nochmal massiv beschleunigen soll. Ich zeige dir heute, wie viele Aktien ich zu welchem Kurs gekauft habe und warum ich gerade bei diesem Unternehmen zugeschlagen habe. Plus ich verrate dir, wie ich allein aus dieser einen Position langfristig ein Vermögen von 1 Million Euro herausholen will. Und dazu gibt es noch 3 weitere Qualitätsaktien aus meiner Watchlist und ein paar kleinere persönliche Updates, denn mein Urlaub wurde gecancelt. Und jetzt schnall dich an, wir rechnen uns heute reich. Alle meine Videos dienen ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und sollen einfach als Motivation und Inspiration dienen. Also nicht vergessen, es ist keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf. Von wem auch? Von einem normalen Büroangestellten? Bevor wir die Käufe analysieren, gibt es noch ein paar kleinere persönliche Updates zu mir. Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Wie ich im letzten Depot-Update-Video gespoilert habe, sollten wir im Juli für 3 Wochen Familienbesuch aus den USA bekommen. Und der Plan war eigentlich, dass ich eine kleine YouTube-Pause kriege. Die schlechte Nachricht: unsere Gäste, also die Tochter von meiner Schwägerin, hat es geschafft, ganz kurz vor dem Flug beim Spielen auf die Schulter zu fallen und sich das Schlüsselbein zu brechen. Zum Glück ist alles okay und sie konnten den teuren Flug auch kostenlos auf August verschieben. Aber ja, somit darf ich jetzt meinen kompletten Urlaub inklusive Ausflug nach Frankreich und alle meine Videos quasi neu planen. Was ist die gute Nachricht, fragst du dich? Dass ich jetzt den kompletten Juli doch noch weiter arbeiten darf und alle Videos ganz normal live gehen werden. Yay! Außerdem hieß es auch, dass unsere fetten Ausgaben auf August verschoben werden und wir im Juli doch noch etwas Geld übrig haben, um zu investieren. Also jetzt zurück in die Aktienwelt. Welche Qualitätsaktie habe ich aufgestockt und welches Vermögen will ich mit diesem Investment erreichen? Und die Aktie, die ich zuletzt aufgestockt habe, war wieder mal der Softwaregigant Microsoft. Ich habe weitere 2 Aktien beim Kurs von genau 335 Euro nachgekauft und somit 670 Euro investiert. Insgesamt besitzen wir 70
170 Aktien im Wert von etwa 23.000 Euro, die heute nur mit 30% im Plus stehen. Aber schau dir mal meinen Performance-Chart seit dem ersten Kauf an. Seit März 2020 kletterte Microsoft auf über 100% Rendite hoch. Dann im Bärenmarkt 2022 war die Aktie nur noch mit 15% im Plus. Dann habe ich im Dip richtig zugekauft, danach war die Aktie wieder bei über 130% Kursgewinn und heute haben wir wieder genau so einen Dip. Und da sieht man es zwar etwas schlecht, aber die blaue Linie mit dem Buchstaben K, das sind alles meine Käufe. Und allein dieses Jahr habe ich für ca. 9.000 Euro nachgekauft. Warum habe ich wieder nachgekauft? Ein zusätzlicher Impuls für den Kauf war diese Nachricht hier. Microsoft setzt auf eine hauseigene KI und senkt damit die KI-Kosten. Laut einigen Berichten spart man damit sogar um die 60% und wird damit von OpenAI und Anthropic unabhängiger. Und das ist so ein Ding, das ich immer wieder beobachte. Wenn eine neue Technologie auf den Markt kommt, dann werden solche Giganten wie Microsoft, Alphabet oder Amazon erstmal als Loser betrachtet. Aber viele vergessen einfach, dass diese Big Techs so viel Geld und Ressourcen haben, dass es nur eine Frage der Zeit ist, wann sie diese Technologie nachbauen oder einfach aufkaufen. So war das mit der AMD-Aktie, als Nvidia die ersten KI-Chips präsentiert hat. So war das bei Alphabet letztes Jahr, als alle dachten, dass Google-Suche komplett durch ChatGPT ersetzt wird. Und genau so denken heute viele, dass Office 365 bereits der Vergangenheit angehört und alle nur noch mit Anthropic und Claude arbeiten werden. Meine Gedanken dazu? Microsoft hat 350 Millionen oder bereits mehr zahlende Abonnenten von Office 365 als Basis. Was kann man damit alles erreichen, wenn man eine hauseigene KI baut und sie so implementiert, dass komplexere Excel-Tabellen oder PowerPoint-Präsentationen durch einfache Befehle erstellt und bearbeitet werden können? Ganz ohne Schulungen und tiefere Kenntnisse. Also ich persönlich sehe da sehr viel Potenzial. Und genau das sehe ich auch ganz klar an den Kennzahlen. Das aktuelle KGV liegt bei etwa 22 und wird nächstes Jahr voraussichtlich bei 22 bleiben. Das heißt, der Markt ist eher pessimistisch und rechnet mit hohen Ausgaben, die den Gewinn etwas schmälern. Historisch gesehen liegt das aktuelle KGV aber 30% unter dem Durchschnitt. Das heißt, wir haben jetzt schon einen guten Sale. Man sieht auch an dem bereinigten KGV, dass die aktuelle Bewertung unter dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre liegt. Quasi auf dem Niveau von Bärenmarkt 2022 und dem Corona-Crash in 2020. In den letzten 10 Jahren konnte Microsoft ein Gewinnwachstum von 18% pro Jahr hinlegen und der Gewinn soll in den nächsten Jahren ebenso ganz schön steigen. Somit wird prognostiziert, dass der Nettogewinn sich bis 2030 verdoppeln wird. Die aktuelle Nettomarge beläuft sich auf über 39% und soll demnächst auf 38% fallen. Das ist immer noch verdammt profitabel, aber wir sehen auch hier die Skepsis wegen der hohen Ausgaben in die Richtung KI und Rechenzentren. Und meine Vermutung ist, dass die 60% Kostensenkungen durch eigene KI-Modelle hier noch gar nicht eingepreist wurden. Wenn wir uns die Bilanz anschauen, dann sehen wir, dass Microsoft mehr Cash als Verbindlichkeiten hat. Das erkennst du hier ganz leicht an der steigenden blauen Säule. Man sieht es auch in dem Jahresbericht mit bloßem Auge, dass man auf über 30 Milliarden US-Dollar Cash sitzt. Und zusätzlich gibt es noch über 230 Milliarden Dollar an Gewinnrücklagen, die Microsoft für Übernahmen oder Expansionen verwenden kann. Value-Investoren sollten die Aktie ebenso feiern, denn der aktuelle Aktienkurs liegt mehr als 25% unter dem Fair Value. Und das sieht man bei solchen Hyperscalern wie Microsoft wirklich nicht so oft. Ebenso nach der Owner-Earnings-Berechnung von Warren Buffett sehen wir hier ein positives Bild. Wenn man den Nettogewinn zuzüglich Abschreibungen abzüglich Kapitalaufwendungen berechnet, dann steht für uns Aktionäre immer mehr Kapital zur Verfügung und das ist richtig gut. Die Analysten sehen hier im Durchschnitt fast 50% Luft nach oben. Und es ist zwar nur eine Prognose, aber man rechnet auch mit soliden Dividendenerhöhungen in den nächsten Jahren. Sowas kann man nie vorher wissen oder fest planen, aber solange das Unternehmen wächst, werden auch die Dividenden gesteigert. Was aber wie immer interessant ist, schau mal hier. Um die 18 Analysten haben die Gewinnprognosen nach unten gesenkt, okay? Und jetzt gehen wir einfach auf nasdaq.com und schauen uns an, was die meisten großen Player, also institutionelle Häuser, währenddessen machen. Genau, während uns in den News schlechte Aussichten verkauft werden,
packen Vanguard, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Amundi und wie die alle heißen ihre Taschen voll mit Microsoft-Aktien. Das siehst du hier. In letzter Zeit wurden über 900 Millionen Microsoft-Aktien gekauft und nur 200 Millionen verkauft. Also die Aktie wird viermal mehr gekauft als verkauft. Also so schlimm ist es bei Microsoft wahrscheinlich nicht, oder was meinst du? Und jetzt noch eine kleine Portion Motivation zum Schluss. Wenn ich meine stark wachsende Microsoft-Position einfach so liegen lasse und keinen Cent mehr investiere, also bei den 23.000 Euro bleibe und wenn diese Rakete mit durchschnittlich 15% pro Jahr weiter wächst, dann kann ich allein aus dieser einen Position kurz vor meiner Rente auf etwa 1,5 Millionen Euro Vermögen kommen. Und ich habe die 5-stelligen Dividendenerträge hier noch gar nicht mal berücksichtigt. Und wie versprochen, hier sind noch die 3 Qualitätsaktien, die ich aktuell zum Aufstocken beobachte. Und nicht vergessen, das sind nur meine persönlichen Wunschkurse und keine Anleitung, wie du es machen sollst. Erstens, Palantir pendelt noch zwischen 95 und 120 Euro, bei etwa 100 Euro kaufe ich weiter nach. Zweitens, ServiceNow. Hoffentlich fällt der Kurs noch unter 85 Euro, da greife ich dann direkt zu. Und drittens, PepsiCo. Die Quartalszahlen waren nur ganz leicht unter den Erwartungen, bei unter 110 Euro schlage ich wieder zu. So mein Freund, das war das aktuelle Update zum Depot und unserem gemeinsamen Weg zur Million aus dem Homeoffice. Vergiss nicht, Aktien sind fast die einzige Möglichkeit, langfristig und mit relativ wenig Aufwand ein echtes Vermögen aufzubauen. Und jede einzelne Qualitätsaktie, die du heute kaufst, wird dich in 10 Jahren mehr als belohnen. Wenn du noch nach einem Aktienscreener suchst, schau einfach mal unter dem Video nach. Da packe ich dir meine Tools, die ich verwende, mit den entsprechenden Promo-Codes rein. Danke dir fürs Zuschauen, danke für deinen Support und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Kakao.